Wir kämpfen uns heute durchs Hinterland von Schweden. Es soll über 100.000 Seen hier geben und wir versuchen rauszufinden, wo die ganz Dicken stehen. Oh, guter Biss. Wow, 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 Plover! wow. Gibt es doch nicht. Meine Tochter würde das jetzt lieben. Wahnsinn. Draußen sein, Zelt aufwachen, mitten in der Natur. Junge, was ist das für ein Wetter? Gehen wir nach Hause? Hey, das ist der dritte Fisch in kürzester Zeit. Mission Meterhecht vom Ufer heute in dieser Folge. Google Maps Challenge. Ganz viel Spaß. Let's go! Ist das da irgendwo? Man merkt schon, knapp 100.000 Seen in Schweden. Siehst du? Ja, ist alles voll. Also alleine um das anglerisch zu erschließen, könntest du ein ganzes Leben investieren, um da irgendwie einen Plan reinzukriegen. Das ist völlig gestört. Und wir sind hier nur in Nordschweden. Und das ist also unglaublich, wie viel Wasser du hier hast. Ja. Das Ding da. Ja, das sieht echt krass aus. Geh mal ganz dicht dran, weil es ist eine Verbindung zwischen zwei Seen. Und da muss Strömung laufen. da auch Steine und der drin? Pool da, Ja. guck mal, es sind zwei Pools, das ist der und der. Da kannst du eigentlich schon den ganzen Tag fischen, nur zum Training, ne? Ja. Freddy hat es gerade gesagt, nur zum Training, weil wir sind hier parallel auch da, um für die Boatside Challenge, 100-Stunden-Challenge zu trainieren. Und wir müssen uns durch Google Maps arbeiten, um dann wirklich was zu finden. Ich würde sagen, das machen wir jetzt einfach. Ja, Nee, ich nehme den Laptop mit, um danach weitere Spots zu finden. machen wir. Und dann Mission Meterhecht vom Ufer, Google Challenge. Let's go! Let's go. So, Freddy, komm, Warte mal. Abmarsch. Nee, ich warte nicht. Warte Geht mal, los Licht ist jetzt. ja, ihr seid es Die an. ganze Zeit Stress machen, jetzt macht er hier plötzlich ihn auf langsam. Mission Meterhecht, Alter. Vom Ufer in den 100.000 Seen, die es hier gibt. Aber du hast wirklich ein gutes Auto genommen. Ja klar, ich wusste Wirklich ja, was wir geil. machen. Schön Toyota. Das arme Ding, ey. Wenn ich ein Leihwagenvermieter wäre, würde ich auf gar keinen Fall dir ein Auto geben. Mir? Warum nicht? Also ich würde mir selber kein Auto geben, aber dir noch weniger. Ja, ja, es gibt zwei Arten von Gas. Kein Gas oder Vollgas. Was anderes gibt's nicht. Komm, Freddy. So, ab geht's, mein Freund. Dicke Fische. Für unsere Challenge im letzten Jahr war es zwar schlecht, als wir trainiert haben. Haben wir auch eine Google Maps Challenge gemacht, aber das Wetter war wenigstens gut. Also jetzt hier ist ja wirklich Weltuntergangsstimmung. Hoffentlich hat das den Hecht nicht auf den Magen geschlagen. Das ist das größte Problem, wenn du trainierst und dann die Fische nämlich nicht beißen, dann ist dieser ganze Trainingsaufwand eigentlich völlig hinfällig. Ja. Das ist die größte Sorge, die ich auch immer habe. Ja. Wie reagieren die Fische auf diese Kälte? Alter, was ist hier Strömung drauf, ey? Ja. Viel mehr als letztes Jahr. Und wir sind hier ganz in der Nähe, wo wir auch mal Up North gedreht haben. Das Wetter erinnert mich auf jeden Fall daran. Und weil eine Route mehr im Wasser viel hilft bei einer Trainingsvorbereitung und bei der Challenge einen Meter zu fangen, haben wir noch einen Freund von Freddy. Und wir, Leon, ist auch dabei, wird uns unterstützen heute. Heißes Sommerwetter, Ja, sieht gut aus. sieht gut aus, finde ich auch. Scheiß Wetter ist Weißwetter, ne? So sieht's aus. Ja, wir haben hier einen Fluss und mit ziemlich harter Strömung. Und hier ist gerade so ein kleines Back-Eddy, so ein stehender Bereich, wo nicht so viel Strömung läuft. Hier schmeißen wir jetzt mal 2, 3 Würfe rein und dann arbeiten wir uns das ganze Ding hier durch. Hier mal ein paar Würfe, da mal ein paar Würfe. Einfach gucken, ob hier irgendwo Fische sind. Ich kann euch schon mal sagen, ihr sitzt da hinterm Bildschirm, schön warm. Das ist genau das Gegenteil von dem, was wir hier gerade haben. So die ersten 2 Würfe signalisieren mir auf jeden Fall, das wird ein richtig harter Tag heute. Gott, ist das kalt und windig. Hey Junge, meine Hände frieren ab. Stellt euch das nicht zu romantisch vor hier oben in Nordschweden. Junge, was ist das für ein Wetter? Ich dachte, kalt gar nicht so schlecht, aber das ist ja nicht kalt, ist ja, ich friere ein. Und der Wind dazu noch. Okay, gehen wir nach Hause? Alter, hätte ich das gewusst, hätte ich auf jeden Fall ein Vlies untergezogen oder so. Ist das eklig. Das ist ja Next Level widerlich. Oh nee, Alter. Aber ich komm zu dir. Wenn hier nichts beißt, gut aus. Gut aus, ne? Die ersten 10 Würfe war schon mal nix hier. Habe ich mit mehr gerechnet, aber ey, bei der Kälte und dem Wind, wer weiß. Müssen wir gleich nochmal in Google Maps gucken, was wir noch so machen können. Gut, weiter. Ich hasse es. Also, nee, also die Angelei finde ich geil, aber dieses Rumkraxeln auf den Steinen hier,
Ich sehe mich schon wieder dreimal im Wasser liegen. Ach, geht schon los hier. Das denn? Ich würde sagen, wenn wir beide heute keinen Meterhecht fangen, Schlafen wir hier? müssen wir in der Hütte schlafen. Gott, Streng dich an. ich gehe angeln. Aber Leute, während in Deutschland das Campen und das Feuermachen und so weiter verboten ist überwiegend, in Schweden baut Vater Staat den Anglern einfach eine Schutzhütte, legt auch schon Feuerholz hin, Feuerstelle. Ist zwar nicht der romantischste Platz, aber glaubt mir, wenn das Wetter so ist wie heute, schönes Lagerfeuer Ja, im Dunkeln, kein Regen von oben. mit schönem Abzug. Das ist das Geile an Schweden, dieser ganze Outdoor-Lifestyle, der wird halt hier auch wirklich supported und gelebt. Ja, ja. Muss So. also Deutschland in Schutz nehmen, wir haben gar nicht diese Flächen meistens, Ja, ja, wo du es machen kannst. das kommt dazu. Let's go! Diese Steine hier. Ich liebe Schweden, ich liebe Uferangeln, aber dieses Kraxeln über die Steine hier, dafür bin ich nicht gemacht. Ich gehe mal da vorne auf die Spitze. Freddy wird es hier versuchen. Gucken wir mal. Freddy! Ich glaube, wir sollten die Mission ändern. Von Mission Meterhecht zu Mission überhaupt einen Hecht fangen. Okay. So, guckt euch mal die Kombi an. Geile Rolle. Hab ich von Kai Moritz. Moritz Angelsport. Verlinken wir euch auch mal. Super geiles Teil. Hoffentlich bringt es mir heute schon einen Fisch. Oh, Fisch! Stark. Dicker, ne? Gar nicht so klein. Geil, Digga. Stark, ey. Richtig stark. Gerade noch gesagt, hoffentlich bringt er mir einen Fisch. Und das ist der erste richtig schöne Hecht. Freddy, ich würde sagen so 95. Richtig gut, Mann. Nimmt hier nochmal richtig Schnur, der Gute. Boah, komm mal her, lieber Forellenfresser. Boah. Hoppa. Da sieht man, der Tron guckt leicht raus. Richtig schöner Fisch, muss ich sagen. Hoppala. Ja, geil. Und ihr seht, den Schwimmbett komplett weginhaliert. Kaum mehr zu sehen. Unser Tron, super geil. So, ich habe den hier gerade im Wasser. Naja, ich würde sagen zwischen 95 und 98. Haben leider kein Maßband jetzt hier, aber für unsere Mission Meterhecht ist er auch noch zu klein, da bin ich mir sicher. Köder. Oh, wunderschöner Fisch. Und ciao, großer. Das war ein richtig geiler Fisch. Ja, ich schätze ihn so auf 96. Also im Turnier tatsächlich 106 Punkte. Wäre schon mal ein guter Start. Aber ich glaube, wir sind hier jetzt durch. Wir wissen, hier sind Hechte. Wir wissen, hier sind große Hechte. Wir gucken jetzt mal auf die Karte und versuchen unsere Mission Meterhecht zu erfüllen. Aber an einem anderen Gewässer. Komm on, Dustin. Beeilung. Keine Zeit verlieren. Ey, warte mal. Ich habe jetzt schon abgeliefert. Ja, ja, ja. Deswegen habe ich ja jetzt so viel Eile. Ah, das ist halt auch Schweden, ne? Erste Fisch, gleich so ein schöner 96er vom Ufer. Ne, da ist direkt wieder vergessen, dass man sich hier ein bisschen ärgert, über die Steine zu kraxeln. So, geil. Ich lieb's. Ist ja gar nicht so kalt heute. Regen ist auch nicht so schlimm. Nächster Spot, noch gleiches System. Wir haben natürlich noch nicht auf die Karte geguckt, weil wir wieder zu fischgeil waren. Naja, 2, 3 Würfe, Freddy, dann hauen wir hier wirklich ab. Dann können wir mal den Laptop nochmal aufklappen und gucken, wo wir als nächstes hinfahren. Hier gibt es ja so viel Gewässer in der Gegend, da werden wir jetzt kein Problem haben, was Geiles zu finden. Obwohl, man muss sagen, wir wollen ja schon was finden, was genau so von der Struktur ist. Und das gibt es dann halt eben dann doch nicht 100.000 Mal.
Biss. Ja, oh, das ist ein guter Fisch. Das war ein guter Fisch. Ja, jetzt hatte ich einen richtig, richtig guten Biss. Von einem guten Fisch, habt ihr ihn gesehen? Wieder so die Preisklasse, vielleicht sogar ein bisschen größer. Wahnsinn. Vor allem, der hat erst an der Strömungskante gebissen und hat ihn dann das zweite Mal mitten in der Strömung gepackt. Was ich nicht gedacht hätte, aber nicht schlecht. Wir haben jetzt hier, sind auch im gleichen Bereich, aber angeln jetzt hier im Fluss, wo ein bisschen mehr Strömung ist. Und ich dachte, ja, es ist ein bisschen zu viel für Hecht, aber es war ein richtig, richtig schöner Fisch. Schade. Der Swimmet ist so geil. Ja, außer dem Biss kam dann nicht mehr viel. Schade. Na gut, nächster Spot. Wir probieren jetzt alle möglichen Ecken, immer so diese strömungsberuhigten Bereiche, wo Steine im Wasser liegen. Da verstecken sich die Hechte hinter, ein paar Würfe und dann weiter. Ein paar Bisse hatten wir schon, funktioniert ganz gut bis jetzt. Ich hatte einen richtig großen Fisch da drauf. Wie groß war der? Ja, größer, auf die Entfernung immer schwer zu sagen, aber ich würde sagen schon deutlich größer als der, den ich gefangen habe. Aber ist ja gut, wir wissen ja, wo er steht. Ja, vor allem, der hat erst an der Kante gebissen, so im Backwater. Ja. Und dann dachte ich, scheiße, Fehlbiss. Habe ich in die Strömung treiben lassen, mitten in der Strömung kam er mal, pam. Das muss ja gleich gewesen sein. Ja, aber ist doch gut, dann können wir den im Turnier holen. Ah, Fisch. Wissen, was geht hier, ne? Eine Fritte, aber ein Kontakt. Ja. Voilà. Kein Riese, aber der Anfang ist gemacht. Das Swimmet funktioniert. Und setzen wir den Kleinen schnell zurück und dann geht's weiter. Von einem Meter ist der noch 70 cm entfernt. Jetzt haben wir eine weitere Anreise. Wir haben uns was rausgesucht, was ungefähr so 1,5 Stunden Fahrt von hier ist. Schnell noch einkaufen und dann geht's noch weiter hoch in den Norden. Und ob da was geht, seht ihr gleich. Meter brauchen wir noch. 96 hatte der ungefähr, ne? Haben wir gesagt? 96, 97? Ja. Schön. Wobei, nach Bootzeitregeln hat er schon 1,6 Meter. Ja, das stimmt. Also, Flo, komm rein. Wir fahren weiter. Ja, jetzt sind wir hier. Müssen wir ein paar Sachen organisieren. Das ist immer das Nervigste. Wenn ich Angeln Sachen mache, musst du hier irgendwelche Lebensmittel einkaufen. Aber gehört dazu. Was suchst du, Freddy? Fleisch. Was sonst? Rentierfleisch, ne? Das gibt's hier auf jeden Fall reichlich. Wo liegt das preislich, Freddy? Schnapper. 70 Euro das Kilo. Gut, 100 Euro das Kilo. 100 Euro das Kilo. 70 Euro das Stück. Was denn? Das geht auf Firmenrechnung. Du kümmerst dich um die gesunden Sachen. Ja, du kennst mich. Also ich probiere es, aber am Ende landet trotzdem wieder der ganze Scheiß drin. Wir könnten auch das machen. Der den kleinsten Hecht fängt, ist die Dose heute. Was sagt ihr? Das ist hart, Alter. In this stream, I saw probably like 6 kilo trout jumping up. Das ist von einheimischen Hunden immer das Wichtigste. Like a little Großeinkauf gemacht hier. Weiß nicht, wie lange das halten soll, aber wahrscheinlich nur bis morgen. Das passiert hier in Schweden auch immer. Bei der Google Maps Challenge fahren wir eigentlich zum Spot, den wir uns auf der Karte rausgesucht haben. Man fällt hier an so vielen Gewässern vorbei. Und dann muss man hier mal anhalten. Mal gucken, ob hier was geht. Ich habe auf Topwater gewechselt. Das geht natürlich auch. Hier, der Meterhecht zählt doppelt dann und habe ein Swimmet dabei. Gucken wir mal. Nächster Spot. Ist auch so geil. Man ist wie so ein 5-Jähriger. Wenn man wieder neues Wasser sieht, ist man so heiß, ich könnte rennen. So geil sieht es jetzt. Da unten drin musst du fischen. Ja, genau. Geh du mal da lang. Ich Ja, aber probier da mal ist hier. ja nichts. Ja, Freddy schickt mich hier wieder ins Nirgendwo, wo safe nichts ist. Guck mal hier, wie der Meterhecht würde hier mit dem Rücken rausgucken. Ich glaube, wenn du einen Fisch willst auf der Kamera, musst du lieber zur anderen Seite gehen. Kommt. Geiler Biss, oder? So, der hat ihn so ein bisschen verpasst, den Köder gerade. Beim Biss. Den lasse ich mal gleich wieder schwimmen. Noch ein ganz kleiner. Aber das macht schon Spaß. So auf Sicht mit dem Köder. Ich habe dem oben noch so Streifen draufgeklebt, damit man ihn besser sieht.
Oh, das liebe ich, ey. Das sieht so geil aus, wenn der so links, rechts dann ankommt, der Köder, und die den auf Sicht weghauen in dem klaren Wasser. Das ist richtig geil. Weiter geht's. Sieht hier auch wirklich prädestiniert für Topwater aus, muss man sagen. Mit dem Kraut, relativ flache Wasser, die kriegen das mit. Es ist bestimmt auch ein paar Frösche, die hier unterwegs sind. Fisch! Gerade hier eingestiegen, vor den Füßen auf Topwater. Ich dachte schon, irgendwie sieht sie doch gar nicht so schlecht aus, weil ich habe da einen Mini-Hecht gesehen. Oh. Ganz schön stark hier die Biester. Schöner Hecht, also vor allem auch schön gefärbt. Man denkt immer, die sind klein, aber ja, man unterschätzt, die sind lang und dünn. Ich glaube, der hat 80. Was sagst du? Doch, der hat 80. Der ist lang, guck mal. So, weiter geradeaus. Ciao. Ciao. Da war er, der Topwater-Hecht. 80 auf Topwater vom Ufer. Das sind dann nochmal 20 extra Punkte. Das heißt, der wäre so 100, 102. Nicht schlecht. So kann es weitergehen. Das ist krass, ey, diese hunderttausenden kleinen Seen, die sich da hinten auch wieder auftun. Kleiner Pool hier. Was lebt in diesen kleinen, verwunschenen Seen? Das finden wir jetzt raus. Sieht nicht schlecht aus. Nicht besonders groß. Wirklich ein sehr kleines Gewässer, aber dass hier Hechte drin sind, haben wir schon gesehen. Geil, ich hab Bock. Ich gehe noch ein bisschen weitergehen. So neue Gewässer erkunden ist doch immer das Geilste. Also, nur ohne Spaß. Ich immer noch, aber wenn jetzt einer sagen würde, ich wette jetzt einen Tausender darauf, dass du jetzt keinen Hecht hier auf Topwater fängst, würde ich sagen, okay, ich wette dagegen. Wirklich, weil ich mir so sicher bin. Ich lasse sogar Freddy am Auto warten. Majestätsbeleidigung. Nur, dass ich hier angeln kann. Er hat schon angerufen, der scharrt schon mit den Hufen. Und alle, die Freddy kennen, die wissen, was das bedeutet. Flo? Krass. So sehr glaube ich an diesen Spot. Der Spot kann uns im Turnier einfach den Sieg bringen. Ah! Oh. Da war plötzlich ein Loch. Kann man sich auch mal schnell hier in der Wildnis das Bein brechen. Auch nicht geil. Erinnert euch an Up North? Da habe ich auch so ein Ding gefunden. Ein Elchgeweih von einem relativ kleinen Elch, würde ich sagen. Was bringt uns jetzt Glück? Die stinken immer. Es geht, es liegt schon lang genug. Das lasse ich hier liegen, ne, kurz. Und in der Zeit, während es da liegt, fange ich noch einen Hecht. Gibt es doch nicht. Das kann eigentlich nicht wahr sein. Aber ohne Spaß. Gut, Freddy hat gesagt, der ist ja schon einen Tag hier. Der hat gesagt, abends oder später Stunde gehen gar nichts mehr mit den Fischen. Vielleicht haben die einfach keinen Bock, weil also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass hier kein Fisch ist, kein Hecht ist. Alles gemacht für den Topwater-Hecht. Aber es beißt keiner. Das war's. Vorbei, man muss sich geschlagen geben. Wenn Freddy da noch nicht warten würde, würde ich das ganze Ding noch abfischen. Weil da sieht es auch krass aus. Aber ich glaube, Freddy ist jetzt schon massiv sauer. Weil ich habe gedacht, ich bin eine Viertelstunde zurück. Ich glaube, das ist jetzt bestimmt eine Dreiviertelstunde und ehe wir zurück sind, ist eine Stunde. Und wir haben ja noch einen Plan. Wir haben uns ja eigentlich nur kurz angehalten und wollten zu einem ganz anderen Spot, unserer Google Maps Challenge. Man unterschätzt immer, wie weit man dann geht, weil man in so Etappen geht. Ah, da ist noch nächster Spot, der sieht gut aus. Ja, der ist nur 10 Meter entfernt, macht man. Von dem Spot sieht man wieder 10 Meter entfernt, nur einen guten Spot. Wieder. Und dann rennt man, weiß nicht, 2 Kilometer durch Stock und Stein. Ich bin durchgeschwitzt. Und Freddy, die faule Sau, sitzt im Auto und relaxt. Hab gekämpft, geworfen und du saßt im Auto. Das kenne ich eigentlich nur von anderen Anglern eigentlich. Das war anders, nicht von dir. Das war eigentlich auch anders abgesprochen. Wir haben gesagt, du machst links ein paar Würfe, ich rechts und dann fahren wir weiter zu unserem eigentlichen Spot. Und daraus wurde Marathon zum, du hast den Berggipfel bestiegen und hast geguckt, ob du irgendwo noch da oben noch eine Pfütze Wasser findest, wo du noch mal beangeln kannst. Ne? Da sieht auch nach Topwater aus, vorne das rauslaufen. Hier ist ein ruhiges Wasser, das wäre ein Spot, wo ich angeln würde. So, sieht echt vielversprechend aus, Freddy, was du da rausgesucht hast auf Google Maps. Oder? Finde ich auch. Ja, total. Let's make it count. Let's do this. Let's do this. Hast du es auch gehört?
Ja. Bär. Ein Bär. Ein Bär! Ich habe gelernt, die Bären sind sehr scheu und auch wenn man sie sehen will, kriegt man sie nicht zu Gesicht, oder, Flover? Könnt ihr übrigens mal abchecken, ne? Wenn ihr einen guten YouTube-Channel sehen wollt. Outdoor-Content. Guckt doch mal in die Videobeschreibung. Ne? Flover in the Wild. Liken, kommentieren und abonnieren. So, los geht's. Sieht geil aus hier, muss ich sagen. Aber ein bisschen anders als erwartet. Ich hätte nicht gedacht, dass hier so viel Strömung läuft. Aber das macht nichts, weil es gibt hier ja so kleine, beruhigte Bereiche wie der hier. Und wenn da ein Hecht drin steht, dann müssten die eigentlich hier sein, in diesen ruhigen Pools. Mal gucken, ob wir hier den einen oder anderen Fisch fangen. Bin mal gespannt. Oh, es riecht hier schon nach großen Fischen, ne? Also hier sind garantiert große Forellen. Und das ist ja genau das, was die fressen, die Hechte. Forellen und Äschen. Geil, ne? Da haben wir ihn. Der Beweisfisch, dass es Hechte in diesem Gewässersystem gibt. Und das Coole war, ich habe den gesehen, der hat auf Sicht den Köder genommen. Ich habe den hier vorne lang geführt. Ah, den kriegt bestimmt gleich auch einen Biss, der steht so gut. Hier vorne zwischen den Steinen hat er ihn genommen. Herrlich. Herrlich. Das macht doch Spaß. Ja, die warten hier auf die Äschen und auf die Forellen, wie ich gesagt habe. Und wenn dann die Fliegenfischer eine Äsche fangen, die vielleicht nicht mehr ganz so fit ist, die sie dann schwimmen lassen, und die taumelt hier so an der Stromstelle vorbei, der weiß schon, warum er hier steht, der Hecht. Das ist kein Zufall gewesen. Man muss hier ein bisschen von der Straße wegkommen, um, glaube ich, die richtig dicken zu fangen. Die stehen garantiert da weiter unten, weißt du, wo keiner angelt. Stehen die dicken Poolkeeper. Ich habe richtig Angst um den armen Swimbait, der da jetzt reinfliegt. Oh Gott. Oh. Adrenalin, Leute. Guckt euch das Back Eddy mal an. Bitte, 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 bitte. Ich glaube, ich muss hier ein bisschen Blei ranmachen an den Köder. Ich habe das Gefühl, das ist da draußen relativ tief. Das ist das Schöne bei dem Swimbait. Der verträgt es auch sehr gut, wenn man da ein bisschen Gewicht dran klickt. Ich werde hier nochmal 5 Gramm nochmal nachrüsten. Und dann läuft der schön auf 1,5 Meter, wenn man ihn langsam fischt. Man kann hier vorne an der Lippe ein mitgeliefertes Stück Blei reinklicken, was ihr mit in der Packung habt vom Thron. Aber ihr könnt auch so ein kleines Birnenblei aus Tungsten ranhängen. Das spielt keine Rolle, der Köder läuft so oder so sehr, sehr schön auch mit Gewicht. Jetzt läuft er ein kleines bisschen tiefer und dann erhoffe ich mir, dass die Hechte da eben raufbeißen. Lass uns das probieren. Da ist er. Boah. Ich wollte gerade sagen, hier muss einer stehen. Ganz langsam den Swimbait in der Strömung, wie ich eben gesagt habe, abtreiben lassen. Und da ist er. Boah, sind die Agro, die schwedischen Hechte. Macht das Spaß, geil. Einmal Haken kontrollieren. Die sind alle noch scharf. Und jetzt gucken wir, ob da noch mal ein dickerer steht. Wir brauchen einen schönen dicken Hecht für den Wettkampf. So, wir haben uns aufgeteilt. Freddy fischt die andere Seite. Wir haben hier gefischt, allerdings zu flach. Das sieht man auf Google Maps halt natürlich nicht immer. Wir dachten, es ist hier tiefer, ist besser. War ein zäher Tag bis jetzt, ne? Ja, gut durchgequält auf jeden Fall. Ja. Ja. Lass mal gleich noch mal zum Auto zurück, gucken, was wir noch machen können. Gibt ja hier unendliche Seen. Google Maps gucken. Ich sehe Freddy da hinten schon zurücklaufen, oder? Ja. Freddy! Wir kommen! Also wir gehen mal zu Freddy und machen Schlachtplan. Guck mal, das sind. Ihr habt da gefischt, ne? Das tiefe Wasser ist aber nicht hier, ne? Ja, das habe ich ja auch da gesagt. Wir sind Guck mal, wie aber weit das noch runtergeht. guck mal, wir sind bis hier vorgewartet. Bis hier Ja. und haben hier reingeworfen. Ah, habt ihr reingeworfen? Ja. Okay. Stark. Ja, es ist 19 Uhr, wir haben noch 3 Stunden, Freddy. Ja, was machen wir? Ich würde fast sagen, auf dem Weg zurück haben wir einen geilen Spot gesehen. Ja. Vielleicht können wir unseren Rainbow Lake noch fischen. Den könnten wir tatsächlich noch fischen, ne?
Also dann würde ich sagen, machen wir das. Den einen Spot auf dem Rückweg, den wir gesehen haben, der war relativ klein. Stimmt. Der geht schnell. Ja, und in den Forellensee. Ja, komm. Weil der Meter muss noch fallen. So, neuer Spot, neues Glück. Google Maps gecheckt auf dem Rückweg. Sieht ja eigentlich ganz spannend aus, ein kleiner Pool. Könnte was geben. Freddy, gehst du bitte weg von meinem Spot? Das war so klar. Boom! Richtiger Jan Eggers. Unverschämt. Wir haben uns den Spot hier ausgesucht, weil es hier so schön durchströmt. Dann sind auch die Forellen da und wir vermuten auch die Hechte. Aber einen Biss gab es bis jetzt noch nicht. Kann natürlich sein, was Freddy gesagt hat, dass es nachmittags nichts mehr gibt. Der Freddy ist wieder vorgelaufen. 300 Kilometer, probiert einen Fisch zu fangen. Aber ich mag das, wenn jemand so motiviert ist und alles ausprobiert. Das hilft in so einem Wettkampf natürlich und auch bei einer Google Maps Challenge, wo man von Ufern einen Meter fangen will. Oh, Freddy hat einen. Hoffentlich denkt er daran, die GoPro anzumachen. GoPro! Mach die GoPro an! Hat er hoffentlich gehört. Kicken wir mal, was der Herbert da macht. Ne? Also ich habe jetzt der Herbert wieder voll on fire. Ich habe 1 Minute zugeguckt, 2 Fische gefangen. So viel wie ich heute den ganzen Tag. War der groß? Nee. Beide klein? Ja. Wie groß? 65. Aber 3 Bisse. 3 sogar. Ja. Irgendwas ist hier. Weil da ist eine Forelle gesprungen, komplett aus dem Wasser raus. Und ich habe volle Wurfweite da hinten 3 Bisse jetzt gehabt. Echt, ja? Vielleicht muss man doch noch mal kurz hier fischen. Ja, ja. Darf ich auch einen Wurf machen? Ja, ja. Oder mache ich dir deinen schönen Spot dann kaputt? Nö. Da. Oh. Aber ein kleiner, ne? Ja. Schade. Aber viel Fisch hier, ne? Ja, Wenn so viel Fisch da ist, steht hier auch mal ein großer. meine ich auch. Die haben hier irgendwie was zu fressen hier oder ich weiß es nicht. Aber hier ist richtig Alarm. Ja, das ist der 3. Fisch in kürzester Zeit. Eben gerade hier wieder einen neuen Platz getestet. 4 Bisse in ganz kurzer Zeit. Alle auf den Swimbait. Jetzt sind Leon und Dustin auch mit dazugekommen hier in die Bucht. Oh, jetzt gucken wir noch mal ganz kurz. So 10 Minuten, Dustin, was sagst du? Ja. Ne? Und dann fahren wir weiter zum nächsten See. Sehr matschig? Nö. Nee, sagt er. Ist dein Ernst? Alter. Nee, ist nicht matschig. Ja, wir wollten eigentlich zu einem anderen Spot, den wir von Google ausgesucht haben. Aber wie es so ist, haben wir dann hier doch noch einen Spot gesehen in Schweden. Da müssen wir natürlich auch noch mal anhalten. Ich sage euch eins, wir kommen heute nie an. Na, Dustin hat sich gut positioniert. Der steht da schon genau richtig. Oh, guter Biss. Ey, die hauen den alle weg bis zum Anschlag, ne? Der hat den wieder bis hinten drin. Umgekehrt. Guter Fisch. Ja. Zweitgrößte für heute für mich. Stark, Digga. Guck mal, wie er den weggehauen hat. Aber einen Meter hat er nicht, leider. Nee. Jetzt springt er gleich. So. Wieder auf dem Swimbait, auf dem Tron. Ein wunderschöner Fisch. Hoppa. Ah, der hat Ende 90. Wow, ich hätte ihn gar nicht so groß eingeschätzt. Das könnte sogar unser Meterfisch sein heute. Das Blut ist übrigens von mir, was hier runter tropft. Schön die Hand aufgeritzt. Ja, geil, der darf schnell zurück in sein Element. Vielen Dank, Rosa. Oh. Ah, schwimmt er direkt weg. Oh, hat mir eine mitgegeben ordentlich. Da ist er. Schon wieder Fisch gebracht. Unser Tron. Ja, was meinst du, wie groß der war? 95? Ja, safe. 105 Punkte im Turnier und ein Gewässer, was wir bei der Google Maps Challenge einfach so nochmal angefahren haben, weil hier plötzlich es ganz gut aussah. Hat was gebracht, geil. Bin ich jetzt schon mal versöhnlicht. 95er Hecht ungefähr ist im Turnier und für die Google Maps Challenge schon ganz geil. Der See war bis jetzt der beste See, den wir heute gefischt haben. Wir haben immer nur kurz mal angehalten und haben sofort Hechte gefangen. Wir überlegen so ein bisschen, ob wir hier noch mal vielleicht mit dem Boot sogar raufkommen, kurz vorm Wettkampf. Wir haben auch gerade eine Trailerrampe gefunden. Also ist schon auf jeden Fall eine sehr gute, hilfreiche Aktion gewesen, hier bei Google Maps sich solche schönen Stellen rauszusuchen und dann die ersten Fische hier zu fangen, weil
Ich habe ein gutes Gefühl, dass hier auch mehr gehen würde, wenn man da ein bisschen länger angelt. Bist du zufrieden, Freddy? Ja, ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden mit Dustins Leistung. Normalerweise ist ja immer nur Gepäck im Boot, aber dieses Mal hat er richtig, Sagt Becky auch immer. richtig performt. Macht das im Turnier bitte genau so, Dustin. Da muss er schon ein bisschen größer werden. Ja, ein bisschen größer, aber so vom Gesamtpaket habe ich es genau so gebucht. Es macht wahrscheinlich mehr Sinn, dass wir uns morgen aufteilen, denn zu viert im Boot rumhängen ist A nicht geil und B schaffen wir halt auch viel, viel mehr, wenn wir uns splitten und Ufer und Boot gleichzeitig trainieren. Und dann vielleicht auch die Tage generell schon so ein bisschen einteilen, ne? Was wir generell noch trainieren wollen, was wir unbedingt gesehen haben wollen, um dann zu entscheiden, wie wir es zeitlich machen. Ja. Meine Tochter würde das jetzt lieben. Meine Große, die ist so Tierfanat. Freddy, gut gemacht. Und Leon auch, danke. Leckeres Essen. Bevor wir uns trennen, leider, Jungs. Flo und ich fahren weiter in den Norden, gucken, ob wir da gute Topwater-Aktionen haben. Ihr probiert hier Gewässer. Das heißt, die Mission Meterfisch vom Ufer geht noch weiter. Ihr werdet uns verfolgen. 600 Kilometer fahren Flo und ich morgen. Dann übernachten wir im Zelt. Dann machen wir ein bisschen Catch and Cook, ein bisschen Survival. Also, kurze Blende. Für uns ist eine lange Nacht. Für euch eine kurze Blende und dann geht's weiter. Jungs, viel Erfolg. Wir haben 600 Kilometer jetzt, für euch nicht ganz so. Das ist krass, dann kommen wir hier 10.000 Kilometer nach Schweden und trennen uns jetzt. Das ist schon komisch. Dustin, ich bin ein bisschen traurig, aber fangt was, habt ein gutes Training, wir geben auch Gas. Schick mal ein paar Bilder dann. Machen wir, ihr auch. Ja, machen wir. Geile Tour. Los geht's. Komm, Flo kommt mit mir mit. Und dann filmen wir uns ein bisschen gegenseitig. Flo wird auch mal eine Route in der Hand nehmen, oder Flo? Ja, Bock. Ja, richtig Bock. So, kleines Frühstück noch. 45 Minuten Verspätung. Naja, so ist es. Team Chaos bleibt Team Chaos, auch wenn Flo jetzt dabei ist, statt Markus. Wir waren damals schon Team Chaos, wir sind immer noch Team Chaos. Tschüssi Jungs, holt was raus. Schon geil so, ne? Rentiere. Moin! Na ihr? Alles klar? Wie geht's? Schönes Wetter heute, oder? Gut, wir müssen weiter, wir brauchen ein paar Hechte. Jetzt sind wir tatsächlich das erste Mal so richtig in einem Dorf oder Zivilisation. Jetzt glaube ich 200 noch was Kilometer gefahren. Fühlt sich komisch an, dann wieder Menschen zu sehen. Egal, 100 Kilometer noch, dann gehen wir tanken, dann essen wir was. Und dann haben wir noch so 200 Kilometer, bis wir am Ziel sind. So, jetzt sind wir angekommen auf der Hälfte. Müssen tanken, das haben wir auf dem Trip noch gar nicht. Was ist, ein Eis noch kaufen, Flover? Eis, Pölse. Oh, weiß ich Bisschen nicht. früh für den Pölse. Gehen wir jetzt auch noch in den Supermarkt? Ja, würde ich sagen, ja. Okay. Ne? Das war ja nicht schnell genug. Ne? Da hat Fadi nicht schnell genug getankt, da gab es erstmal einen Anhuper und einen kleinen, wie heißt das? Kleinen Einlauf. So, fertig. Die Schweden oder die Touristen sind hier ein bisschen unentspannt. Wollten mich gleich wegjagen. So, wir sind da, mitten im schwedischen Hinterland. Und ich glaube, hier gibt es Bären. Und ich zeige euch mal was. Kommt mal mit. Was ist das bitte für ein Schädel? Elch, ne? Aber noch krasser. Guckt euch das mal an. Alter, das ist kein Rentier. Guck mal, wie lang das Bein ist. Lass mal wieder ins Auto steigen und zurückfahren. Nicht, dass der Bär uns jetzt als nächstes frisst. So, jetzt geht's rein in die Warthose. Fühlt sich auch nass hier drin an. Unsere Nace Regenjacke, ne, weil es soll vielleicht ein bisschen regnen. 20.000er Wassersäule. Extrem gutes Teil. Hat mich gestern den ganzen Tag trocken gehalten. Packen wir hier mal irgendwo den Link rein, falls ihr auch diese Jacke haben wollt. Vor allem mit dem Midlayer hier drunter wird es auch richtig schön warm. Ja, dann packen wir jetzt alles zusammen, Flover. Und dann ab ins Wasser. Und dann ab ins Wasser. Ich bin gespannt, ey. Ich bin gespannt. Schreibt ihr mal jetzt in die Kommentare, ob ihr glaubt, wir fangen hier was. Was glaubst du, Flo? Auf jeden Fall. Wir Ja? werden schon irgendwas fangen. Steine kraxeln, wie ich es liebe. Ja, wir fangen jetzt mit dem Topwater an, weil das extrem wichtig für uns ist, Topwater-Punkte zu sammeln im Turnier. Hier sind gerade schon 2 kleine Hechte weggeschossen.
So kleiner, aber ist schon mal ein gutes Zeichen. Wie ich das hasse, wirklich. Ich hasse es einfach. Unsere Taktik ist jetzt hier tatsächlich, Topwater ein paar Fische zu fangen, auf dem Kraut. Also deswegen habe ich mir einen Twin montiert mit einem Offset-Haken vom BKK und versucht ihn wirklich oben drauf zu fischen. Macht so ein bisschen richtig Geräusche wie ein Wopperplopper. Mal gucken, ob die Fische da Bock drauf haben. Weil bis jetzt war nicht viel, ne, Flo? Nee. Zero. Das ist unglaublich, ey. Wir haben hier alles jetzt abgefischt. Und nix. Sind hier wirklich Stunden hergefahren. Und die Biester haben keinen Bock. Alles probiert. Topwater, wir haben probiert Swimbaits, wir haben Twin und Ghost an der Oberfläche, unter der Oberfläche. Alles probiert hier, ey. Ich vermute tatsächlich, dass es so ist, dass die Fische hier rausgezogen sind ins Tiefe. So, wir sind rausgekommen aus dem Wasser, war nix. Ich gebe jetzt mal Freddy eine Wasserstandsmeldung. Freddy harbort, Harbolino. Jo. Du hast gefangen? Oh, wir haben jetzt so eine Halbzeit geangelt, hatten einen Biss und einen 80er. Aber auch noch nicht so richtig geil. Wir haben jetzt eine Stunde hier in der Bucht geangelt. Alles, ne? Stickbaits, die großen Twin, Topwater, Swimbait. Also die Bucht kann man auf jeden Fall aus dem Kopf streichen für das Turnier. Ach, geil. Naja. Okay, wir probieren weiter. Wir quatschen später. Okay. Bis nachher. Ciao. So, ab zum Auto, auf Google Maps gucken, ob es hier weitere Spots gibt und dann hoffentlich noch einen Hecht fangen. Wäre ja auch langweilig, wenn man immer fangen würde, ne? So auch mal Seife kauen, damit es dann am Ende umso toller ist, wenn man einen Fisch fängt. Das, was wir uns als nächstes rausgesucht haben, ist 40 Minuten weg von hier. Nochmal fahren. Und wir sind so enttäuscht, dass wir überlegen, heute Nacht schon, wenn es jetzt nicht besser läuft, leicht in Richtung Heimat wieder zu fahren und auf dem Weg viel zu fischen. Aber irgendwo einen Campplatz auf dem Weg nach Hause zu finden. Oh, halt mal die Kamera ruhig. Ich drücke erstmal die Daumen, dass ja, um 17:44 Uhr, wenn wir dann da sind, die Fische eskalieren. Weil sonst war es ein teurer und langer Spaß. Lang Fahrzeit, teuer Sprit. Naja, gucken wir mal. Flober? Ja, Hardcore-Action jetzt. Hardcore-Action. Jetzt wird richtig geballert. Ne? Du auch. Du auch. Kamera weg. Kamera weg. So, wieder zu Topwater gewechselt. Diese Binsen, die man da sieht, die hatten wir auch bei Up North 3.0, wo wir echt gut Hecht auf Topwater gefangen haben. Gefällt mir bisher am besten hier. Hier kann auf jeden Fall was stehen. Moskitos kommen aber auch gut wieder, hä? Ja, ich sag dir, im Juni drehen die hier durch auf Topwater. Alter, wie das vibriert hier. Ja, es geht so flach hier rein, ne? Wow, 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 wow. Alter. Das ist ja richtiger Treibsand hier. Hä, bist du da reingetreten? Ja, ich habe erst gedacht, das wäre die Uferkante. Aber ich auch. Guck mal, bei mir bist du hier weg gewesen. Echt? Ja, siehst du das? Hä, wie kann man denn hier reintreten? Ich habe gedacht, das wäre irgendwie Ufer und voll weg gewesen. Oh nee. Kleiner Feldtag hier, hä? Ja, das war echt für den Arsch. Scheiße. Ab zum Auto? Ja. Alter. Ich würde mich hier, glaube ich, sogar zum Baden in so einen Bach reinlegen. Morgens. Ich kann nicht mehr, Alter. War das anstrengend. 6 Stunden Fahrt für nichts. Gar nichts. Für gar nichts. Für wirklich gar nichts. Ja, ich habe geschnallt heute. Tja, das ist Angeln. Da fährt man 600 Kilometer, um noch bessere Spots zu finden und dann läuft es einfach nicht. Kennt ihr alle? Wir haben uns dann wieder auf den Rückweg gemacht, aber ihr wisst, aufgeben, das kommt natürlich nicht in Frage. Jetzt sind wir endlich da. Die Hälfte des Weges zurückgefahren, um nochmal ein anderes Gewässer hier bei Google Maps zu probieren. Deswegen Camp aufbauen, Zelt aufbauen, früh schlafen gehen, also früh wird vor 0 Uhr wird's nichts, früh aufstehen, früh große Fische fangen. Das ist der Plan. Ich
Ich kümmere mich jetzt schnell ums Feuer. Birkenrinde ist einfach der beste Anzünder, den es gibt in der Natur. Echt unglaublich. Autsch. Survival Dustin. Survival Dustin. Das ist die Ostversion. Die DDR-Version vom Survival Marine. So, schön raufmachen. Öl erhitzen. Ost and Bacon. So. Es war ein ultra zäher Tag, wirklich. Absolute Katastrophe. Aber schlechter Angeltag ist besser als ein guter Tag im Büro. Ding, 50 Cent in die Sprüchekiste. Aber ist doch so, guck mal, ey, wir sitzen hier am Zelt, am Lagerfeuer und braten uns unsere eigenen Würstchen am See und können morgen früh da raus und angeln. Also für mich gibt es nicht viel Geileres, muss ich ganz ehrlich sagen. So, genau. Und das machen wir jetzt. Wir machen jetzt schnell uns das Essen und dann gehen wir direkt in die Koje. Deswegen würde ich sagen, Flora, mach die Kamera aus. Ich hol die Brötchen. Hol die Brötchen und lass was essen. So sieht's aus. Ich kuschel mich jetzt ein, träume von vielen Hechten und vergesse, wie der Tag heute war. Wir sehen uns gleich nach der Blende. Oh. Ah. Oi. Ah. Ah. Ich hab mich geschlagen wie ein Baby. Puh. So. Schnell alles zusammenpacken und die Schmach von gestern vergessen machen. Wir müssen heute echt ein paar Fische fangen, ganz wichtig. Aber erstmal packen wir alles zusammen, machen uns ein schönes Frühstück, oder? Ich gehe kurz ins Wasser, dann geht's los. So, was ich echt nicht mag, ist, wenn man morgens so rumdaddelt und ewig braucht, bis man loslegen kann. Jetzt will ich Gas geben, dass wir endlich loslegen und keine Zeit verlieren. Ey! Manometer. Ich dachte, heute ist gar kein Wind. Ist ja richtig windig heute. Das Zelt ist schon echt ganz geil, muss man sagen. Pfanne von gestern für die Eier. Machen wir uns schnell ein paar Spiegeleier. Kurzer Headbutt aus der Jugend. Wer kennt's nicht? Aber das ist doch geil, das denn mal wieder. Oh, draußen sein, Zelt aufwachen, mitten in der Natur, sich so ein Ei braten. Wie Becky sagen würde, sich ein Ei rausbraten. Viel besser geht nicht. Lass dir schmecken. Ich will dich noch nicht essen. Machst du Salz drauf? Salz. Du hast die beiden schönsten abgekriegt. Danke, Dustin. Du hast das Rührei genommen, ja? Naja, Und? ich habe schon mal besseres Spiegelei gemacht. Aber hier draußen. Draußen schmeckt alles. Kamera weg. Wir essen jetzt und dann ab ins Wasser. Hecht fangen. So, Flora bereitet noch Sachen vor. In der Zeit schnappe ich mir schon den Reaper 2.0 ja, und werde ein paar Würfel mit dem Topwater-Köder machen. Heute relativ trüber Tag. Ich nehme trotzdem schwarz. Habe ich ja schon oft gesagt, schwarz ist für mich die Köderfarbe, auch wenn es vor allem trüb ist. Auch das Wasser, die den größten Kontrast hat. Und deswegen ist schwarz für mich beim Zandangeln in der Nacht zum Beispiel so gut, aber auch beim Hechtangeln an trüben Tagen gegen so einen weißen Himmel hat das dann am meisten Kontrast. Und das ist der Grund, warum ich dann immer schwarz nehme. Gucken, ob das was bringt. Schlechter als gestern kann es nicht sein. Also Köder ran, Rute raus, der Spaß beginnt. So, ich gehe jetzt hier rein, aber guckt euch mal den Gegenwind da an. Oh, ich bin mir nicht sicher, ob es da überhaupt einen Fisch gibt. Boah. Naja, bei dem Wind komme ich da gar nicht weit raus wahrscheinlich. Ganz froh, dass ich hier meine Antares DC habe. Ist auch eigentlich nicht die richtige Kombi für so einen Topwater-Köder, auch wenn es der große ist, weil viel zu schwer. Allerdings mussten wir uns hier bei dem Trip beschränken und ich habe jetzt nicht viel Leichteres dabei. Okay, hier wird es dann doch matschiger. Eben war es noch sehr fest, der Untergrund. Hier ist es jetzt sehr matschig. Weiß ich gar nicht, ob ich bis vorne komme. Nicht plötzlich wegsinke. Jetzt kommen wir hier langsam an. Und hoffentlich fangen wir dann direkt einen Hecht.
fuck, hier senkt man ganz schön ein. Das ist dann immer lustig, wenn man angelt, lange auf einer Stelle steht, dann losrennen will, dann ist man erstmal festgesteckt. So, gucken, ob hier vorne im Nahbereich einer vor mir steht. So, da war der erste Biss. Zweimal vorbeigehauen. Oh, der ist gar nicht so klein. Ich dachte, der ist klein gewesen, aber das ist ein 80er Fisch. Ja, der kommt. Komm. Komm, Dicker, nimm ihn. Oh, ich hoffe so sehr, man sieht ihn auf der GoPro. Steht 1 Zentimeter davor. Oh, guckt euch das an, so lange habe ich gebraucht, bis er endlich den Fisch nimmt. Oh, Wahnsinn. Flowa! Mann, ist das eine Szene. Was hat er so? Ich habe ein bisschen größer eingeschätzt hier im Wasser. Aber ein 70er ist es auch. Geil. So, raus ist er. Schon ein schöner Fisch. Kann man nicht anders sagen. Geil. Ja. Tschüss, Großer. Komm im Turnier nochmal wieder, bitte. Petri, Danke. guter Start. Ja, guter Start. Sieht ja auch echt extrem gut aus. Ultra geil. Ich habe ein bisschen die Sorge, also hier mit dem Reaper durchzukommen, natürlich schwierig. Wäre natürlich geiler mit dem Twinner Offset. Aber der zählt halt dann am Ende im Turnier nicht als Topwater. Welchen willst du denn fischen? Twin oder den hier? Ich mache Reaper, Topwater. Jetzt sage ich euch noch mal eine kurze Sache, warum dieser Rucksack so genial ist. Weil man den im Wasser auch perfekt benutzen kann. Deswegen dieses Seitenfach. Ich nehme den so rum, kann ich hier einfach perfekt rangehen, den Flowa seinen Köder holen. Also wenn ihr wartet, ist das genau dafür gemacht, dass ihr ihn nicht absetzen müsst, runternehmen müsst oder irgendwas, sondern ihr habt ein Seitenfach, legt den um und könnt an euren Rucksack Weiter angeln. angeln. Fertig. So. Und natürlich gibt es auch für den Rucksack wieder einen Link. Den packen wir euch hier irgendwo hin, dann kommt ihr zum Rucksack. Geiles Ding. Backern-Prinzip muss man wissen. Ne? Das ist eine große Schale innen, wie ein Backern halt, dass man viel reinmachen kann. Das war mir sehr wichtig bei einem Rucksack. Dann geht es viel schneller und am Ende ist es aufgeräumter, wenn man seine Boxen rein hat, als wenn es da überall Fächer gibt. So. Was ein Service. Danke dir, Dustin. Dein Köder. Los geht's. Oben guten Stand. Bum, 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 bum. Stehen lassen. Weg hier. Geiler Spot. Nothing. Oh. Alter. Ich mich hier ausgenockt, ey. Neuer Spot. Weil hier hole ich jetzt einen Meterfisch. Die Bucht ist deutlich ruhiger als da hinten. Da sieht man, das richtig Wind drauf. Und fürs Topwater-Angeln, glaube ich, ist nicht optimal. Und da ist es ganz ruhig. Und Seerosen oder irgendwelche anderen Wasserpflanzen, das könnte richtig gut sein. Obwohl man sagen muss, ihr habt es vielleicht auf der GoPro gesehen, dieses Teil zeigt mir einen Köder, der besser fliegt. Der fliegt so extrem, auch gegen den Wind, mit einer 100 Gramm Rute. Das ist echt der absolute Wahnsinn. Reaper 2.0. Mal gucken, ob gleich einer Bock hat. Wir angeln jetzt natürlich hier direkt an der Straße. Tendenziell da, wo jeder angelt. Werden gleich noch mal ein bisschen weiter reinlaufen. Jetzt kommt der Wind hier auch gleich wieder. Hey, schade, ich hätte gedacht, hier kommt direkt ein Fisch. Ist ja auch klar, ey, die Temperatur stürzt um 10, 15 Grad. Herbst kommt. Fische kriegen neue Standplätze. Alles nicht optimal. Aber Ausreden findet man immer. Lösung brauchen wir. Das sieht sehr geil aus hier. Den Stein und so. Also wenn hier keiner beißt, dann sind die entweder nicht da oder haben echt gar keinen Bock. Da würde eher sagen, nicht da, weil boah, stehen noch garantiert Fische. Warum beißt hier nichts? Ey, das ist doch unglaublich. Frustrierend, ey. Gibt's doch nicht. Oh!
Hä, fühlt sich schwer an, komischerweise. Hä, der ist mini und hat so eine Kraft. Wahnsinn. Ah, so mini ist er gar nicht. Hat 70er vielleicht. Ah. Aber ist zumindest mal wieder ein Lebenszeichen hier von den Fischen. Tut ja auch mal ganz gut. Reaper. Ah, der ist aktiv, der Gute. Oh, guck mal, so schlecht ist er nicht. Nee. Ist der sogar? Der ist 75, oder? Ja. Mindestens. Ja. Die sind schlank, deswegen unterschätzt man das. Meinst du, er hat da 80 sogar? Nee. 75 irgendwie. Hoppa! Wer gesagt? Ja, ist doch gut. Sagen wir so. Bisschen kleiner als der erste, aber im Turnier auch 95 Punkte, ne? Ja. Ist okay. So, da vorne noch ist der letzte Spot. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Gutes Hechtkraut. Schauen wir mal hier. Lass mal eine Viertelstunde machen. Geiler Spot. Jo, Fisch. Ja. Ja. Nicht ganz klein. Die Rute ist zwar leicht. 40 Gramm halt, ne? Geil. Schöner Hecht. Ja, vielleicht 80. Chatterbait. Schöner Hecht. Aber geiler Fight. Nice. Für uns war es jetzt Zeit zurückzufahren. Das Training war fast zu Ende und außerdem ging am nächsten Tag der Wettkampf los. Es waren echt brutale Bedingungen. Wir haben so schlecht gefangen und eigentlich hatten wir nur noch die Hoffnung, hoffentlich läuft es im Turnier besser. Aber ihr wisst alle, wenn es in der Generalprobe nicht klappt, dann geht es in der Vorführung meistens richtig gut. Wir sind zurück in der Cabin und 98 war immer noch euer größter, ne? Unser größter war 98. Haben wir nicht geschafft, obwohl wir vom Ufer schöne Fische gefangen haben. Wir hoffen trotzdem, euch hat die Folge gefallen. Wie immer, liken, kommentieren, abonnieren. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein, bis dann, ciao.